Ja, es freut uns ganz besonders, hier zu sein und dass wir diesen Vortrag machen können. Ich glaube, es ist Zeit, dass der Neffe der Mikrowelle auch mal jetzt ins Rampenlicht treten darf und zeigen, was er kann. Wir haben den Vortrag in 2 Teile gegliedert. Ich werde den ersten Teil machen, den Franz den zweiten Teil. Und mein Teil wird eher ein bisschen technisch lastig sein, weil um den Induktionskochherd ein bisschen zu verstehen und mit den Menschen zu sprechen, ist es auch wichtig, dass man weiß, wie er funktioniert. Aber keine Sorge, ich habe das versucht, möglichst einfach zu machen, sodass am Schluss jeder ein Elektrotechniker sein wird, der da rausgeht. Was ist der Unterschied zwischen dem Elektro- und dem Induktionskochherd? Auch auf der technischen Seite ist sehr wichtig, weil manchmal die Leute fragen, ja, habe ich jetzt eine Induktion oder habe ich einen Elektrokochherd? Viele wissen das nicht. Und dann Marktsituation ist etwas, was wir auch angeschaut haben, weil viele der neuen Innovationen sind auch sehr marktgetrieben. Ihr wisst es selber, die Industrie bringt etwas raus und dann wird es beworben, es werden die Vorteile aufgezeigt, man will es ja schließlich auch verkaufen. Zum Schluss noch etwas Kleines, Strom im Körper, damit wir dann das Ganze für den zweiten Teil auch in den rechten Zusammenhang rücken können. Und dann wird der Franz übernehmen mit dem zweiten Teil und er wird dann auf die gesundheitlichen Auswirkungen eingehen. Grenzwerte, wenn wir hier stehen, geht es immer um Grenzwerte, wie ihr wisst, das ist das Thema, ob Mobilfunk, irgendwie immer Grenzwerte. Dann, was passiert mit den gekochten Lebensmitteln? Etwas sehr Wichtiges, was wahrscheinlich euch interessiert. Bei der Mikrowelle war dieses Thema ja auch immer sehr stark besprochen worden. Und am Schluss noch ein paar Schlussfolgerungen zum Abrunden. Strahlung ist etwas, was wir den ganzen Tag machen. Und zwar nicht nur, wenn wir lachen, sondern wir strahlen. Jeder Mensch ist eigentlich ein elektromagnetisches Wesen, jede Zelle, jedes Atom strahlt elektromagnetisch. Und wenn wir das mal wissen und im Bewusstsein haben und durch den Vortrag gehen und denken, ja, jetzt, wenn wir bei uns alles elektromagnetisch funktioniert und gesteuert wird, was könnte das für einen Einfluss haben, wenn von außen eine andere Technik kommt, die ebenfalls solche Felder oder stärkere Felder erzeugt? Also, fangen wir an. Grundlagen. Das Stabmagnet kennt wahrscheinlich jeder. Zuerst müssen wir ein bisschen über das magnetische Feld sprechen. Wir haben ein normales Stabmagnet, hat Nord-Südpol, es hat Feldlinien und diese Feldlinien sind einfach ausgerichtet. Und was wichtig ist bei einem Stabmagnet oder bei einem magnetischen Feld, es ist so, dass die Feldlinien schließen sich immer. Es ist wie ein Kreis, die kommen immer wieder zurück, die müssen sich treffen. Es gibt kein offenes magnetisches Feld. Stabmagnete werden hergestellt durch spezielle Metallverbindungen und sie können auch entmagnetisiert oder magnetisiert werden, indem man bei der Produktion sehr starke andere magnetische Felder extern darauf einwirken lässt. Und ihr habt vielleicht auch schon so ganz kleine Supermagnete gesehen, die man an einen Kühlschrank heften kann, können sehr stark sein. Wir sind ja Elektrotechniker, also wollen wir unser magnetisches Feld elektrisch erzeugen. Dazu nehmen wir mal eine Batterie und schließen einen kleinen Birne an und dann fließt ein elektrischer Strom. Und immer wenn ein elektrischer Strom in einem Leiter fließt, wird ein Magnetfeld erzeugt. Und zwar um den Leiter herum. Jetzt ist es so, dass wenn ich diese Batterie habe, habe ich einen Gleichstrom. Das heißt, der Strom geht immer in die gleiche Richtung, respektive die Ladungen, die Elektronen durchlaufen den Draht in der gleichen Richtung und das magnetische Feld ist ein bisschen statisch. Für die Anwendungen, die wir heute besprechen und die meisten Anwendungen, die wir euch dann präsentiert haben in der vergangenen Zeit, braucht es keine statischen Felder, keinen Gleichstrom, sondern eben der Wechselstrom. Und das passiert, wenn ich diese Batterie drehen lasse. Dann seht ihr, dass die Stromrichtung und der Pfeil in der Mitte, der wechselt. Und außen seht ihr das rot-grüne Nord-Südpol vom magnetischen Feld, das polt sich auch immer um. Und zwar im gleichen Rhythmus, wie sich der Strom wechselt und mit der Drehung der Batterie. Diese Geschwindigkeit dieser Drehung, wenn man von der spricht, das heißt Frequenz.
Kennt ihr vielleicht schon? Kleines Beispiel hier, die Batterie dreht sich sehr schnell und die Stromrichtung wechselt dort, wie ihr das kleine Kügelchen seht, von rechts nach links, oben nach unten oder wie man sagt, von hinten nach vorne, wie man möchte. Umso schneller die Batterie dreht, umso höher ist die Frequenz. Das heißt, wenn ich jetzt das Gleiche nehme wie vorhin, drehe das schneller, dann seht ihr auch, dass das magnetische Feld sich schneller entpolt. Das heißt, wir haben ein Wechselfeld. Jetzt habe ich einen Draht. Durch diesen Draht fließt ein Strom. So erzeugt ein magnetisches Feld. Wenn ich jetzt mehrere Drähte nehme und die parallel nebeneinander bringe, könnte ich ja davon ausgehen, dass ich das magnetische Feld verstärken kann. Und das ist so. Dann bauen wir eine Spule, elektrische Spule. Das heißt, wir nehmen einen Draht, machen viele Windungen und dann lassen wir durch diesen Draht einen Strom fließen. Und ihr seht, es wird dann ein Magnetfeld aufgebaut, auch wieder Nord-Süd ausgerichtet und die ganzen Feldlinien, die schließen sich immer wieder. Diese Spule, sind wir schon ein bisschen weiter, ist eigentlich der Grundbaustein, um in der Elektrotechnik magnetische Felder zu erzeugen. Aber man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass wenn ich sie durch einen Stromfluss erzeugen kann, könnte ich ja vielleicht durch ein magnetisches Feld einen Strom erzeugen, also die Umkehrung machen. Und das funktioniert auch. Was ich dann mache, ich nehme ein Magnet und lasse es durch die Spule hindurch bewegen und unten, wie ihr seht, wird ein Strom induziert. Sind wir schon beim ersten Ausdruck, Induktion. Also die Induktion ist eigentlich die Erzeugung von Strom durch ein Magnetfeld. Und dass das funktioniert, muss das Magnetfeld bewegt werden. Das heißt, die Feldlinien müssen die Drähte schneiden, sozusagen. Wenn ich nur den Stabmagneten einfach in die Spule reinhalte, wird nichts passieren. Ich muss ihn bewegen. Und ich bin sicher, eine Anwendung kennen die meisten von euch, der gute alte Vela-Dynamo. Ich weiß nicht, vielleicht ist das die ältere Generation. Ich habe auf jeden Fall nie Freude gehabt, wenn es dann noch geregnet hat und müde war und dann noch Licht brauchte, dann musste ich irgendwie doppelt so stark in die Pedalen, damit dann irgendwie noch das Licht kam. Wenn ich jetzt 2 Spulen nehme und bei einer Spule ein Magnetfeld erzeuge, kann ich ja bei der anderen Spule dann einen Strom rausbringen oder eine Spannung abgreifen. Und es ist so. Die Anwendung dazu ist ganz einfach, komme ich nachher noch drauf, aber wie ihr seht hier, ich habe 2 verschiedene Spulen, eine hat mehr Windungen und eine hat weniger Windungen. Das heißt, bei der linken Spule kann ich zum Beispiel eine Spannung anlegen, sagen wir mal 20 Volt, und dann auf der anderen Seite, wo mehr Windungen sind, kommt dann eine andere Spannung raus. Und die Energie, die wir reinstecken, wird vom Magnetfeld in das Magnetfeld gewandelt, geht in die andere Spule und wird wieder transformiert in einen Strom oder eine Spannung. Und ohne diese Anwendung hier hätten wir heute wahrscheinlich ein Problem, denn überall stehen diese großen Dinger da, das sind diese Transformatoren und die Transformatoren sind hierzu da, dass man Hochspannungen wieder runter transformieren kann auf Niederspannung. Also unser Licht hier drin hat 230 Volt und wenn ihr rausgeht und die Hochspannungsleitungen seht, die sind dann je nachdem 200.000 Volt. Und diese Funktion, diese Anwendung hier hat wahrscheinlich auch dem Tesla zum Durchbruch verholfen, damit der Wechselstrom eingeführt wurde. Weil Tesla und der Edison, die waren ja vor Jahren etwa gleichzeitig mit ihren technischen Errungenschaften auf dem Markt. Der Edison hat Gleichstrom propagiert und der Tesla Wechselstrom. Und den Gleichstrom könnt ihr nicht transformieren, aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe. Ihr könnt kein Magnetfeld aufbauen, das es so mit dieser Induktion generieren, weil der Stromrichtung nicht wechselt. Tesla hat das herausgefunden und dadurch hat er den Wechselstrom eigentlich erfunden, wahrscheinlich nicht, ich sage mal gefunden, und durch das konnte man dann über lange Distanzen diese Elektrizität übertragen.
Denn umso höher die Spannung ist, umso verlustfreier, sage ich mal, kann man über lange Distanzen die Energie übertragen. Ich möchte hier noch eine andere kurze kleine Anwendung einbinden. Wenn ich jetzt diese 2 Spulen habe und sage, ja, jetzt, normalerweise sind sie sehr nahe zusammen, haben sogar noch einen Eisenkern drumherum, damit das Magnetfeld sehr gut geleitet wird und weniger Verluste entstehen, und ich das jetzt auseinanderziehe, dann könnte man ja davon ausgehen, dass wenn ich hier sende, vielleicht hier empfangen kann. Und da gibt es schon Anwendungen. Das ist dann die drahtlose Energieübertragung. Das ist ein anderes Thema, das kommt. Und zwar gibt es schon, diese Anwendung gibt es noch nicht, aber die kommt, glaube ich, schon. Das ist eigentlich das Aufladen von Elektroautos. Wie ihr seht, habt ihr unten eine Platte, eine Spule. Dort wird ein Magnetfeld erzeugt. Das Auto fährt über die Spule, hat auch ein Magnetfeld im Motorraum drin und die Energie wird drahtlos übertragen und die Batterien laden sich auf. Ich nehme jetzt nicht an, dass jemand das von Ihnen schon zu Hause hat, wobei das wahrscheinlich schon. Zumindest die elektrische Zahnbürste. Und dort, diese elektrische Zahnbürste funktioniert genau gleich. Sie haben eine kleine Spule in der Ladestation und eine kleine Spule in der Zahnbürste und die Energie wird drahtlos übertragen. Es gibt dann auch noch die Bestrebung, dass man diese Energie jetzt weiter als nur diese 5 mm übertragen möchte. Vielleicht 10, 20, 200 Meter. Und dann ist es so, dass wenn die Frequenz hoch wird, dann könnt ihr das magnetische Feld besser richten und es gibt weniger Verluste. Und ihr habt dann wie bei der Telekommunikation eine Richtstrahlfunktion und die Magnetfelder gehen dann wirklich gerichtet zum Empfänger. Es gibt dort auch Untersuchungen. Die NASA hatte mal vor Jahren ein riesiges Projekt, wo sie ein riesiges Solarpanel ins Weltall schicken wollte und dann via Mikrowellen die Energie übertragen auf die Erde. Wenn ihr dort auf die Internet geht, seht ihr das, war mal ein Projekt. Es gibt jetzt andere Bestrebungen, habe ich gesehen, dass man sagt, okay, ich nehme kein Magnetfeld, aber ich nehme die Übertragungsstrecke mit Ultraschall. Die Menschen haben immer wieder Ideen, wie sie da etwas Neues erfinden können. Also, gehen wir wieder zurück. Wirbelstrom. Ein sehr wichtiges physikalisches Prinzip, wie der Induktionsherd funktioniert, ist der Wirbelstrom. Und zwar nehme ich eine Spule, erzeuge ein Magnetfeld und dann mache ich eine Metallplatte in dieses Magnetfeld rein. Wenn ich eine Metallplatte, einen elektrischen Leiter in diesem Magnetfeld habe, dann werden Wirbelströme erzeugt. Das sind Ströme, die sich geschlossen in diesem Metall ausbreiten und wie Wirbel aussehen, wenn man die eigentlich sehen könnte oder wenn man die sichtbar macht. Und diese Wirbelströme oder diese Ströme in dem Leiter, die erzeugen Wärme, wie bei der Glühlampe. Die Glühlampe, die gute alte Glühlampe, wie ihr wisst, hat einen sehr, sehr dünnen Draht. Und wenn dort der Strom durchgeflossen ist, durch den Draht, da hat der Widerstand eigentlich die Hitze erzeugt und der Draht hat zu glühen begonnen. Das ist das gleiche Prinzip. Sie haben keinen Draht, einfach eine Metallplatte, die Ströme gehen im Wirbel dort drin und sie erwärmen die Platte. Eine Anwendung ist ein Hochofen und dort geht es so, dass Sie hier drin ein magnetisches Feld erzeugen und das magnetische Feld wirkt direkt auf das Eisenerz, das drin ist und das erzeugt direkt im Erz drin diese Hitze, die dann so hoch wird, dass das zu schmelzen beginnt. Eigentlich das gleiche Prinzip beim Induktionskochherd, wird wahrscheinlich nicht so heiß, aber trotzdem. Also, Induktionskochherd, wie funktioniert denn der technisch? Wir haben eine Spule und wir haben eine Eisenplatte, bei uns die Pfanne. Wir schließen eine Batterie an, es fließt ein elektrischer Strom durch diese Spule, es wird ein Magnetfeld erzeugt in der Spule und wenn ich jetzt ein Wechselfeld anlege, nur dann, das heißt die drehe, dann wird im Pfannenboden ein Wirbelstrom erzeugt.
Dieser Wirbelstrom unten, den man hier sieht, der durch den Widerstand des Pfannenbodens erhitzt die Pfanne. Das heißt, das ist, was immer gesagt wird, Induktionsherd, der heizt nicht die Glaskeramik oder von unten, sondern die heizt direkt den Pfannenboden. Das sind eigentlich sozusagen die 3 Stufen. Der Elektroherd heizt von unten alles, der Induktionsherd heizt die Pfanne und der Mikrowellenofen heizt direkt das Essen. Ich habe dann mal so eine Platte genommen, Induktionsplatte, und möchte Ihnen nur kurz zeigen, wie so etwas funktioniert. Das ist eine Messung des magnetischen Feldes dieser Platte. Wenn ich jetzt diese Platte einschalte auf der untersten Stufe, dann wird die Leistung geregelt, indem das Magnetfeld immer ein- und ausgeschaltet wird. Eigentlich analog zum elektrischen Herd, den Sie zu Hause haben. Wenn Sie auf der untersten Stufe kochen, wird es eingeschaltet, dann wird es wieder ausgeschaltet, wird es wieder eingeschaltet. Das Einzige, was hier noch dazu kommt, Sie haben noch eine Frequenz. Das sind die untersten Stufen, die untersten 2, 3, 4 Stufen, die so funktionieren. Je nachdem, welcher Stufe Sie sind, wird einfach die Einschaltdauer länger und dadurch wird die Pfanne länger erhitzt. Das ist eigentlich nichts Spezielles. Jetzt gehen wir zu den höheren Stufen. Da sehen Sie, da wird mit der Frequenz geregelt. Das heißt, wenn wir höher gehen hier, mehr Leistung, mehr Wärme wollen, wird die Frequenz geändert. Durch die Änderung der Frequenz wird das Magnetfeld verstärkt. Durch ein stärkeres Magnetfeld gibt es mehr Strom im Pfannenboden. Durch mehr Strom im Pfannenboden gibt es mehr Hitze. Was aber auch interessant ist hier, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass, wenn ich höher schalte hier, bis auf die höchste Stufe, die Frequenz, die ich hier eingezeichnet, auch aufgeschrieben habe, wird kleiner. Jetzt könnte man ja sagen, das ist nicht logisch. Wieso wird denn die kleiner und das Magnetfeld wird höher, wird stärker? Das hat einen physikalischen Grund, dass die Abmessung der Spule muss auf die Frequenz abgestimmt sein, wie bei einem Radioempfänger. Wenn Sie einen Radioempfänger hatten früher und Sie haben den nicht sauber eingestellt, die Frequenz, dann hatten Sie nicht ein schönes Signal, dann hat es immer noch Verluste gegeben. Und das nutzt man hier. Das heißt, wenn man die Leistung tiefer haben will, nicht so gut übertragen, macht man eine schlechtere Abstimmung, eine sozusagen falsche Frequenz, dann gehen mehr Energie verloren und weniger wird dann übertragen. Und wenn ich dann am meisten übertragen will, dann nehme ich diese Frequenz, die auf meine Spule abgestimmt ist, und dadurch habe ich die beste Übertragung der Leistung der Energie. Elektromagnetisches Spektrum, Zusammenhang mit Frequenzen, ist das gleich noch wichtig zum einzuordnen, wo sich denn der Induktionskochherd in diesem Spektrum befindet. Wenn wir über Mikrowellenstrahlung gesprochen haben, hatten wir immer von ionisierender oder nicht ionisierender Strahlung gesprochen. Das ist immer etwas, was man will, was man viel hört. Meistens ist es nicht ionisierende Strahlung. Ionisierende Strahlung ist dann Röntgenstrahlung und sehr, sehr hohe Frequenzen, die dann wirklich unseren Körper direkt, sage ich mal, offensichtlich angreifen. Jetzt im Bereich der nicht ionisierenden Strahlungen unten da, haben wir hier aber auch eine Reaktion auf den Körper. Und zwar die Erwärmung, die ist eigentlich klar, die ist sogar auch klar von der Wissenschaft, wird akzeptiert. Wenn wir in den höheren Frequenzen sind, dann gibt es eine Erwärmung. Auf dem basieren auch die Grenzwerte, werden wir später nochmal hören. Aber meistens bewegen wir hier uns in diesem Gebiet der Stimulation der Nerven. Und da ist immer die Diskussion, ja, hat es jetzt einen Einfluss oder hat es jetzt keinen Einfluss? Der Elektroherd funktioniert bei 50 Hertz, also 50 Umdrehungen pro Sekunde. Der Induktionskochherd je nach Modell, das Sie haben, zwischen 20.000 und 100.000 Hertz. Und nur zum Vergleich, die ganze Mobilfunktechnik, die ist dann zwischen 800 Megahertz und 5 Gigahertz, je nachdem, von was wir hier sprechen. Das heißt, der Elektroherd hat sehr tiefe Frequenz, also sehr tiefen, langsamen Wechsel, Induktionskochherd viel schneller, Mobilfunk
viel zu schnell. Also, jetzt, ich werde oft gefragt, ja, wie sieht denn da aus, dieser Induktionskochherd? Wie sehe ich denn den Unterschied? Weil ich habe zu Hause ein Glaskeramik-Kochfeld, habe ich jetzt auch einen Induktionskochherd? Die Glaskeramik-Kochfeld hat überhaupt nichts zu tun, ob es ein Elektro- oder ein Induktionsherd ist. Das ist nur die Abdeckung. Und diese Abdeckung ist eigentlich die gleiche für Elektroherd und für Induktionsherd. Der Unterschied besteht hier drin. Ein herkömmlicher Elektroherd hat eine Heizwicklung, das heißt, es ist, wie Sie sehen, es ist so ein Draht in ein Keramikgefäß gelegt und wenn Sie dort Strom reingeben, dann wird das erhitzt. Und das wird dann erhitzt, bis es zu glühen beginnt. Das heißt, jene, die zu Hause diese roten Platten, die Scheiben bekriegen, heiß werden, die haben einen Elektroherd. Jene, die das nicht haben, haben vielleicht einen Induktionskochherd. Der sieht ein bisschen spektakulärer aus. So, ich habe immer das Bild von der alten Schallplatte, das sieht ein bisschen aus. Der hat da noch ganz viel Elektronik drin. Und zwar in der Mitte sehen Sie die Induktionsspule, das ist eigentlich das Hauptelement, um diese Energie zu erzeugen, das magnetische Feld. Es braucht dann sehr viel Steuerelektronik und Leistungselektronik um diese Spule. Einerseits um diese ganzen Frequenzen zu erzeugen, die Sie gesehen haben. Andererseits auch, um das Pulsieren zu erzeugen. Elektronik, vielleicht wissen Sie, braucht Kühlung. Darum haben Sie in einem Induktionskochherd auch noch einen Ventilator eingebaut meistens. Der Ventilator hat nichts damit zu tun, dass Sie jetzt irgendwie die Platte schneller runterkühlen, sondern der ist so da, dass Ihnen die Elektronik nicht kaputt geht. Und das hört man dann auch. Wenn wir den einschalten werden oder so, dann hören Sie, wie der Ventilator einerseits zu surren beginnt, andererseits, sobald das Induktionsfeld aufgebaut wird, gibt es so ein Knistern, das hören Sie auch. Es ist noch so, dass der Induktionskochherd oder die Platte, die versteht oder findet raus, ob eine Pfanne hier sich darauf befindet oder nicht. Und das geschieht folgendermaßen, dass die Elektronik misst den Strom oder den Widerstand und sobald hier ein Strom fließen kann, dann wird unten mehr Strom gezogen, wenn man dem so sagen will. Die Elektronik sieht, jetzt ist eine Platte da und dann wird das Ventil geöffnet und es kann mehr Strom kommen und die ganze Leistung kann sich entwickeln. Jetzt versteht ihr technisch, wie das funktioniert, so grob, das ist kein Problem. Doch wieso haben wir denn diesen Induktionskochherd? Wieso hat er seine Bekanntheit erlangt? Es gibt verschiedene Gründe, die ich schnell durchgehen möchte und die sind hauptsächlich auch von der Industrie gesagt. Das ist der Komfort. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Viele Köche sagen, er reagiert viel schneller, es wird schneller heiß, das Anbraten und so ist einfacher wie beim Gas, sie haben viel schneller die Hitze dort, wo sie es brauchen. Sicherheit ist etwas, was von vielen küchenherstellenden Familien gesagt wird. Er wird nicht heiß, wenn sich keine Pfanne darauf befindet. Darum ist es sicherer für die Kinder. Doch wenn wir Studien finden im Internet und denen nachgehen, dann sieht man, dass in Deutschland, habe ich gefunden, etwa 3/4 der Verbrennungen bei Kindern und Jugendlichen Verbrühungen sind durch heiße Flüssigkeiten. Macht es keinen Unterschied, ob es jetzt eine Induktion oder ein Elektroherd ist. Energieverbrauch ist etwas, was auch immer beworben wird und der Grund dort ist, weil es schneller reagiert, brauchen Sie weniger Zeit, um das aufzuheizen. Sie haben zwar schon auch eine 2 Kilowatt Leistung hier oder eine 2 Kilowatt Leistung beim Elektroherd, weil sie aber schneller reagiert, sind die Kochzeiten kürzer und durch das sparen Sie auch Energie. Wärmeabstrahlung ist etwas für Gastrobetriebe, dass es weniger Abstrahlung gibt, darum gibt der Raum auch weniger aufgeheizt. Ich habe dann eine Studie gefunden oder eine Statistik von 2004 bis 2010, der Absatz von Ceran-Kochfeldern. Ceran ist diese Glaskeramik hier in Westeuropa und wie Sie sehen, sind schon 35% war der Anteil von Induktionskochherden in 2010. Ich habe mir dann gedacht, ja, vielleicht steigt das so weiter an, weil ich hatte zwischendurch keine Zahlen gefunden. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine gerade Linie reinlegen könnten, dann müsste der Anteil heute etwa bei 60, 65% sein.
Und doch hatte ich dann Zahlen gefunden in Deutschland. Und wie Sie sehen hier, ist der Anteil von Induktion 60% bei 2016 und ohne Induktion ist noch 40%. Das heißt, es ist eine sehr starke Zunahme von Induktionskochherden in Europa. Europa, wird auch gesagt, ist aktuell der stärkste Markt. So, nochmal zurückzukommen. Anwendung in der Gastronomie ist etwas, was schon länger gibt. Die Gastronomie, die muss kochen, die muss schnell gehen, es muss schnell gehen und alles. Und wenn Sie jetzt dann rausgehen, Mittagessen, dann stehen Sie bitte vor diesen Wärmebehältern und lauschen Sie. Sie werden einen Ventilator hören, Sie werden ein Knistern hören, weil diese sind mit Induktion betrieben. Noch etwas. Kurz, ein bisschen Strom im Körper. Ich habe am Anfang schon gesagt, wir sind ja elektrische Wesen und darum hat diese ganze Technik ja auch einen Einfluss auf uns. Und zwar nicht nur auf uns Menschen, sondern auch auf die Pflanzen und die ganze Natur. Alles funktioniert elektrisch. Darum sind auch immer in diesen Beipackzetteln drin, bei den technischen Geräten. Und einer, den ich hier gefunden habe, steht mal wieder ganz klar unten: Gesundheitsschäden, Personen mit Herzschrittmacher dürfen diese Kochplatte nicht verwenden. Wenn Sie Warnungen sehen, wie schon gesagt wurde, über den Induktionskochherd, geht es um Schwangere, die zwar jetzt offiziell nicht mehr erwähnt werden, das war vor Jahren, die Schwangeren sind wahrscheinlich jetzt resistent geworden, sind nur noch die mit dem Herzschrittmacher. Aber trotzdem, es gibt immer wieder diese Warnhinweise und wenn Sie ein tägliches Gerät haben, das Sie täglich benutzen und solche Warnhinweise draufstehen, kann ja schon etwas nicht richtig sein. Ich möchte noch kurz auf diesen Herzschrittmacher eingehen. Wieso Herzschrittmacher? Es ist so, dass der Herzschrittmacher hat eigentlich eine Sonde drin, die den Puls, die Spannung, die Herzspannung misst und dann in der Elektronik auswertet, schlägt das Herz rhythmisch oder nicht. Wenn das Herz nicht rhythmisch schlägt, wird er selber einen Puls ausgeben und den Muskel anregen, wieder zu schlagen in einem anderen Rhythmus. Also er wird das Herzrhythmus bestimmen. Wenn Sie jetzt hier in einem magnetischen Feld stehen, dann können Wirbelströme induziert werden im Körper, wie wir gesehen haben oder gehört haben. Und diese Wirbelströme, die können diese Sonden verfälschen, falsche Informationen geben und sie könnten dort das Herz, also den Herzschrittmacher irritieren und dem eine falsche Information vorgaukeln und dass dann Ihr Herz schneller schlagen wird, als es eigentlich sollte. Hirnströme, nur so ein paar kleine Beispiele. Hirnströme, habt ihr auch schon gesehen, die kann man mit dem EEG messen. Die sind sehr, sehr klein. Ich habe hier etwas gefunden, 50 Mikrovolt, so eine Spitze. Und zwar, was ich sehr erstaunlich gefunden habe, ich als Nichtmediziner, wenn man Augen öffnet und schließt, dann gibt es diese Spitzen. Also was man alles sehen kann in diesen winzig kleinen Spannungen, ist erstaunlich. Und wenn wir dann sehen, was für Spannungen von diesen Geräten erzeugt werden und wie klein, wie fein die Ströme und Spannungen sind, die unseren Körper steuern, ist es wahrscheinlich naheliegend, dass das einen Einfluss haben könnte. Doch nicht nur Ströme, wie schon gesagt, sondern auch Magnetfelder sind in unseren Körpern erzeugt. Jedes Organ hat ein eigenes Magnetfeld. Das Hirn hat ein Magnetfeld. Das Herz hat mit Abstand das stärkste Magnetfeld von allen Organen im Körper. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alles elektromagnetisch ist, wenn wir davon ausgehen, dass sie ein Magnetfeld erzeugen mit den Gedanken, mit dem Herz, dann ist es ja auch naheliegend, dann können wir den Rückschluss machen von gestern. Wenn ihr das Wasser aufladet, das Wasser, das auch ein elektromagnetisches Verhalten hat, ist es ja wirklich naheliegend, wenn wir unser Magnetfeld, das wir erzeugen, aussenden, hat das natürlich einen Einfluss auf alles Elektrische, was da sich in diesem Raum befindet. Und das ist eigentlich alles. Was aber wichtig ist, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, zurückkommend auf den auf den Herzschrittmacher. Ich habe hier ein Messgerät und dieses Messgerät, mit dem kann ich die Spannung messen. Und zwar habe ich einerseits das angeschlossen auf die Erdung und andererseits nehme ich das hier in die Hand und habe so
einen Kupferstift und ich werde jetzt hier über dieses Messgerät mich in das Magnetfeld bewegen. Vielleicht sehen Sie das, wenn ich da einfach normal hier stehe, weil es hat überall elektrische Felder, sind wir etwa bei 3 Volt. Haben wir das schon angeschaut? So, und wenn ich mich jetzt da rein bewege, dann steigt das und ich mache nichts, ich bin schon bei 10 Volt. Und wenn ich den berühre, dann springt er auf 26 Volt. Das heißt, ich habe einen Spannungsunterschied, man sieht eigentlich, dass ich, wenn ich ins Feld komme, dass ich dann, anders wenn ich das da rausgehe, geht er wieder runter. Ich komme nur ins magnetische Feld, in die Nähe, hat eine Auswirkung auf meinen Körper. Und darum heißt es auch immer bei den Sicherheitsmaßnahmen, verwenden Sie Holzlöffel und keine Metallen, weil wenn ich hier einen Kontakt zur Pfanne mache, bin ich schon bei 26. Vielleicht am Schluss noch 2 kurze Sachen. Und zwar werde ich euch noch die Übertragung der Energie zeigen, die drahtlose. Ich brauche immer diese Pfanne da drauf, damit mir der Ofen einschaltet, weil sonst hat er keine Last. Und jetzt habe ich hier eine Spule gebastelt und ein kleines Lämpchen. Und wenn ich jetzt da das richtig finde, dann seht ihr, wie das leuchtet. Ich habe eigentlich da nur diese Spule drin und dann, wahrscheinlich hat es jetzt zu lange. Jetzt ist es kaputt. Weil, ich werde euch jetzt zeigen, wieso es wahrscheinlich kaputt gegangen ist. Schnell umschalten. Ich nehme wieder mein Messgerät. Hänge das an die Spule, sodass ich die Spannung messen kann. Dann mache ich das darauf, unter die Pfanne, damit die Last kommt. Jetzt sind wir bei 90, 100 Volt, die da in dieser Spule erzeugt werden. Also kurz gesagt, um abzuschließen, dieser Induktionskochherd erzeugt sehr starke magnetische Felder, wie ein Elektrokochherd auch sehr starke magnetische Felder erzeugen kann. Aber hier haben wir zusätzlich sehr hohe Frequenzen und mit diesen hohen Frequenzen wird die Energie noch besser übertragen. Und darum kann man auch solche Experimente machen und man sieht, wie dieses alles induziert wird, was sich in der Nähe von diesem Kochherd befindet. Ja, also ich begrüße Sie auch ganz herzlich zum zweiten Teil dieses Vortrages. Mein Name ist Franz Ulrich. Wie Sie vielleicht wissen, ich bin seit 10 Jahren selbstständig, mache Energieberatungen. Und von dem her müsste ich ja eigentlich Freude haben an dem Induktionsherd, weil er ein bisschen eben weniger Energie verbraucht. Aber mir ist es natürlich immer ein Anliegen, wenn ich ein Problem löse, dass ich nicht ein neues schaffe, das vielleicht noch gravierender ist. Und darum begann ich auch schon relativ bald einmal nach den Energieberatungen mich halt zu fragen, ja, ist denn das wirklich das Richtige? Und jetzt stehe ich hier und halte diesen Vortrag zusammen mit Marcel. Und ich fühle mich wirklich geehrt, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen, zu diesem sehr spannenden und hoffentlich für Sie auch informativen Thema. Es geht jetzt um die gesundheitlichen Aspekte, um die Grenzwerte. Ja, eben, wir kommen nicht um die Grenzwerte, die wurden ja bereits angesprochen gestern. Und vor allem interessierte uns, was passiert denn nicht nur mit dem Koch, mit der Köchin, was passiert mit den damit zubereiteten Lebensmitteln. Also, wenn man sich mit dem Leben allgemein und mit elektromagnetischer Strahlung beschäftigt, dann stellt sich schon die Frage, ist der Induktionsherd wirklich etwas Schlaues? Und eben vordergründig wegen diesem sehr starken Magnetfeld, das er produziert. Und deshalb schauen wir mal nach, was denn Studien zu diesem Thema sagen. Und da gibt es wirklich eine Fülle von Studien. Die Rheinisch, das ist so ein Zungenbrecher, muss ich immer ablesen. Die Rheinisch-Westfälisch-Technische Hochschule in Aachen führt eine Literaturdatenbank zu Studien, welche im Zusammenhang elektromagnetische Strahlung und gesundheitliche Auswirkungen durchgeführt werden. Und Sie sehen, die Zahl ist eingekreist hier. Ich habe die Seite letztmals abgerufen, vor ein paar Tagen, am 20. Oktober. Knapp 26.000 Studien
wurden da schon durchgeführt. Und die sind da zusammengestellt und rund 6.000 Zusammenfassungen von Arbeiten zu diesem Thema. Also nur diese fast unendliche Zahl an Arbeiten sagt schon etwas, dass das Thema vielleicht etwas heißer ist, als es gegessen wird. Also da muss sicher etwas dran sein. Es würden sich nicht so unzählige Leute und Institutionen mit diesem Thema der elektromagnetischen Strahlung befassen, wenn es einfach so bedenkenlos wäre, wie es halt häufig dargestellt wird. Aber diese Studienflut, die stiftet natürlich Verwirrung. Wir haben das auch gestern schon gehört. Es gibt ganz viele Studien, die zeigen einen Zusammenhang und dann gibt es ganz viele Studien, die finden überhaupt nichts. Ja, wem soll man dann glauben? Ist nicht so einfach, vordergründig, aber eigentlich das Leben ist einfach. Es gibt eine einfache Antwort und ich möchte da ein Beispiel bringen. Meine Tochter Viviane, wir haben sie gestern schon kurz gehört, sie ist 9 Jahre alt, wir gehen in den Wald Pilze sammeln. Ich gehe in diese Richtung in den Wald, Viviane in diese Richtung. Nach einer halben Stunde treffen wir uns wieder mit unseren Körbchen. Mein Korb ist voll mit wunderbaren Steinpilzen, Champignons, was auch immer. Ihr Körbchen ist leer. Jetzt meine Frage an Sie, hat es Pilze in diesem Wald oder hat es keine? Natürlich hat es Pilze, ich habe ja gefunden, mein Korb ist ja voll. Viviane hat keine Pilze gefunden. Auf die Studien bezogen, wenn eine Studie, und eben, wir haben es gehört, und sei es nur eine Studie aus Tausenden, wenn nur eine Studie einen Zusammenhang zwischen elektromagnetischen Feldern findet und gesundheitlicher Beeinträchtigung, dann reicht das eigentlich schon. Dann hat es ja etwas. Da kann es noch so viele Studien geben, die eben nichts finden. Und ja, jetzt kann man sich schon fragen, warum hat denn Viviane nichts gefunden? Hä? Vielleicht hat sie am falschen Ort gesucht. Ja, ich sehe da tatsächlich keine Pilze. Hier drüben hat es schön in der Dekoration. Hä? Vielleicht hatte sie nicht die richtigen Hilfsmittel, die richtigen Arbeitsmittel. Vielleicht kennt sie sich zu wenig aus mit Pilzen. Bei Viviane ist es jetzt so, sie mag Pilze gar nicht. Das ist für mich verständlich, dass sie keine Pilze gefunden hat. Ja, vielleicht ist es ja in der Wissenschaft teilweise auch so, man findet, was man sucht und lässt sich nicht leiten. Ja. Gut, interessant ist da doch schon einmal, dass die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, niederfrequente Magnetfelder in die Klasse 2b der kanzerogenen Stoffe einteilt, also möglicherweise krebserregend. Ich habe dann mich umgeschaut, ja, was heißt denn das? Welche anderen Stoffe tummeln sich denn noch in dieser Klasse? Und Sie sehen es, DDT wurde erwähnt. Das haben wir gestern ausführlich darüber gehört, seit den 70er Jahren verboten. Aflatoxin, Blei, Autoabgase, Bitumen, alle Stoffe, denen wir uns nie und nimmer freiwillig heute mit unserem Wissen aussetzen würden. Aber das starke Magnetfeld ist genau in derselben Klasse drin. Aber das scheint uns oder einen Großteil der Menschen nicht groß zu stören. Eben, es gibt so eine Riesenflut an Studien und da habe ich mir nicht mal groß die Mühe gemacht, mir da gewisse Studien rauszuziehen. Eine sehr ergiebige Quelle ist der Bioinitiative Report aus dem Jahre 2007. Da haben sich führende und unabhängige Wissenschaftler haben sich da 2000 Studien unter den Nagel gerissen und haben die ausgewertet nach den Resultaten. Und das war im 2007. Im 2012 haben sie den Bericht aktualisiert. Und auch dieser Bericht hat immer noch 1500 Seiten. War mir auch noch etwas zu groß. Aber ich habe die Zusammenfassung gelesen und ich stelle jetzt Ihnen nur ganz kurz die Ergebnisse daraus vor. Gesundheitliche Auswirkungen. Und ich habe jetzt nur die Ergebnisse herausgezogen, welche mit niederfrequenten Magnetfeldern zu tun haben. Also nicht Mobilfunk, nicht Mikrowellenherd, nicht was weiß ich, sondern nur die niederfrequenten Magnetfelder. Da hat man zum Beispiel gesehen, Verdoppelung des Leukämierisikos bei Kindern, unter 6 Jahren sogar, und zwar bei niedrigsten Intensitäten, 50 Mal unter dem offiziellen Grenzwert. Da sage ich ja dann auch noch was dazu. Brustkrebs und andere Krebsarten im Erwachsenenalter stark erhöht. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn der Induktionsherd jetzt schon eben sehr stark verbreitet ist und
ich da halt vor allem in der Gastronomie stundenlang vor einem solchen Herd stehe, dass halt die Krebsarten hier in diesem Bereich vielleicht zunehmen werden. Das ist dann interessant, wenn wir das auch mal dann noch anschauen können, untersuchen können. Erkrankungen des Hirns werden gefördert und da passieren dann wieder verschiedene Dinge. Unter anderem werden die natürlichen Schutzmechanismen geschwächt. Das ist mal die Blut-Hirn-Schranke, die eigentlich dafür sorgt, dass Giftstoffe nicht in das Gehirn gelangen können. Und Giftstoffe, die haben ja eigentlich sowieso nichts im Körper zu tun. Wenn ich jetzt Aluminium in meinem Körper habe, von irgendwelchen Kosmetika oder von Impfungen, dann hätten wir immer noch diese Barriere, die verhindern würde, dass die Stoffe ins Gehirn können. Aber wenn jetzt elektromagnetische Strahlung dazukommt, wird diese Schranke geschwächt und das Aluminium befindet sich plötzlich im Gehirn. Und das kann dann Alzheimer, ALS begünstigen oder auslösen. Es ist erbgutschädigend, die Strahlung, Auswirkungen auf Stressproteine. Da möchte ich gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Das sind einfach mal die direkten Auswirkungen des Magnetfelds auf die Köchin, auf den Koch, die sehr gut belegt sind mit Studien. Der Mensch besteht ja aber nicht nur aus Fleisch und Blut, und das waren ja jetzt mal so die physikalischen Auswirkungen der Strahlen. Spätestens seit gestern wissen wir, dass der Mensch zu über 99% aus Wassermolekülen besteht, anteilsmäßig an den Molekülen. Und auch diese Moleküle bilden ja Dipole, da ist es ja auch irgendwie verständlich, dass da ein Zusammenhang da ist zwischen elektromagnetischen Feldern und unserer Gesundheit. Aber der Mensch besteht zum größten Teil eigentlich aus leerem Raum, wenn wir dem so sagen wollen. Dank der Physik oder Quantenphysik wissen wir, dass ja die Atome, aus denen wir aufgebaut sind, eigentlich aus nichts bestehen. Wenn wir uns den Atomkern so fußballgroß vorstellen, Protonen und Neutronen sind da drin, dann befindet sich das nächste Elektron, das am nächsten um den Kern schwirrt, in 10 Kilometern Entfernung. Also, eigentlich bestehen wir aus leerem Raum, wenn man so will. Man kann dem auch Vakuum oder Bewusstsein oder Schwingung sagen. Jetzt, ja, da frage ich mich gerade, wo höre ich denn überhaupt auf, wenn ich ja auch nur Anführungszeichen, aus leerem Raum, Schwingung bestehe. Wo höre ich auf? Wo beginnt der Außenraum? Wo beginnen Sie? Das ist für mich auch ein Zeichen, dass alles mit allem ja eigentlich verbunden ist. Und das haben wir bereits am Donnerstagabend gehört von Paul Probst. Der Mensch ist ein geistiges Wesen in einem physischen Körper. Und eben, wenn wir auch den geistigen Körper als Strahlungs- oder elektromagnetische Felder anschauen, dann können wir heute noch gar nicht erahnen, was die technischen elektromagnetischen Felder nicht nur auf unseren physischen Körper für einen Einfluss haben, auf unser Handeln, sondern was sie auch mit unseren Gefühlen und unseren Gedanken anstellen. Hier vielleicht eine kleine Zwischenbemerkung. Elektromagnetische Felder sind ja nicht per se einfach schlecht. Wir sind ja umgeben, der Mensch besteht ja auch aus ganz vielen elektromagnetischen Feldern. Wir haben ein paar Felder auch in der Natur, wahrscheinlich mehr als nur ein paar, ganz viele. Das Erdmagnetfeld ist ein bekannter Vertreter davon, das brauchen wir, auf das haben wir uns oder hat sich der Natur, das Leben ganz allgemein während Jahrmillionen darauf eingestellt. Ein weiteres sehr bekanntes Feld, das ist die sogenannte Schumann-Resonanz. Das ist ein Feld, das sich zwischen Erdoberfläche und der Ionosphäre ausbreitet. Und da hat man gemerkt, dass eben wir darauf angewiesen sind, als die Kosmonauten und Astronauten sich außerhalb dieser Ionosphäre begaben, da waren sie gesundheitlich einfach nicht mehr auf dem Damm, wie wir sagen. Und darum in Raumstationen wird jetzt dieses Feld technisch nachgebildet, genau nach dem natürlichen Vorbild natürlich, dass eben diese negativen Auswirkungen nicht mehr da sind. Gut, man könnte ja jetzt eigentlich sagen, ist alles kein Problem, wir haben ja Grenzwerte und die werden ja gemacht, um uns zu schützen vor negativen Auswirkungen. Wenn wir über Grenzwerte sprechen, dann müssen wir ganz kurz über die ICNIRP sprechen. Das ist die Internationale Strahlenschutzkommission.
Das ist eine Vereinigung von Wissenschaftlern, ich sage jetzt da mal ganz leise, von industrienahen Wissenschaftlern, die haben sich die Erforschung der Auswirkung elektromagnetischer Strahlung auf die Fahne geschrieben. Sie ist weder Teil einer Regierung noch einer anderen internationalen Organisation, aber sie wird von der WHO akzeptiert, kann man eigentlich sagen. Die ICNIRP gibt Richtlinien oder Richtwerte heraus, die dann die einzelnen Länder, mangels besserem Wissen natürlich, in ihre nationalen Grenzwertgesetzgebungen übernehmen. Die ICNIRP sagt selber, und das ist kein Geheimnis, dass sie nur die rein thermischen, kurzzeitigen, akuten Auswirkungen berücksichtigen. Da stehen sie auch dazu, kein Problem. Also beim Magnetfeld heißt das, die Grenzwerte sind so angelegt, dass ich nicht plötzlich irgendwie so dastehe, weil meine Nerven übermäßig stimuliert werden. Beim Mobilfunk heißt das, die offiziellen Grenzwerte sind so angelegt, dass mein Hirn bei einem 6-minütigen Telefonat nicht übermäßig erwärmt wird. Das sind die offiziellen Grenzwerte. Wir haben vorhin die Spannungen gesehen, da entstehen große Körperspannungen, Körperströme. Wir haben auch gesehen, Marcel hat das aufgezeigt, dass unsere biologischen Abläufe auf sehr feinen Strömen und Spannungen basieren. Und dass diese Felder einen Einfluss auf uns haben könnten, das ignoriert die ICNIRP ganz einfach. Sie sagt, es ist wissenschaftlich noch zu wenig belegt. Die 26.000 Studien, die sind noch nicht genug, um da einen eindeutigen Zusammenhang aufzuzeigen. So befinden wir uns eigentlich in einem weltumfassenden Langzeitversuch, dessen Ergebnisse halt noch ein bisschen offen sind. Weil wir müssen uns ja auch vorstellen, die ganze Technisierung unserer Umwelt dauert ja noch nicht so lange an. Das sind ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte. Vor 10, 20 Jahren Smartphone im Hosensack, das war noch kein Thema. Induktionsherd ist eine relativ junge Technologie, aber mit großem Wachstum, das da vorausgesagt wurde. Gut, wir schauen uns jetzt aber an, wo sich denn die Grenzwerte für die magnetischen Felder bewegen. Ich habe hier das Beispiel aus der Schweiz. Da gibt es die Verordnung über den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung von 1999. Ich habe jetzt den Stand 2016 abgebildet und das ist ja schon mal löblich. Im Artikel 1 steht da, diese Verordnung soll Menschen vor schädlicher Strahlung schützen. Sehr gut. Aber im Artikel 2 kommen dann sogleich die Ausnahmen, also die Bereiche, welche die Verordnung eben nicht abdeckt. Und da steht schon mal, sie regelt nicht Mikrowellenöfen, Kochherde, worunter natürlich auch der Induktionskochherd gehört. Und ja, also für den Induktionskochherd gäbe es nicht mal Grenzwerte, wenn man so will. Natürlich sind dann doch noch für Hochspannungsleitungen, Eisenbahnen etc. sind schon noch Grenzwerte definiert und die liegen bei 6,25 Mikrotesla. Mikrotesla, das ist einfach die Einheit, die physikalische Einheit für das magnetische Feld. Und das ist genau nach der Empfehlung der ICNIRP aus dem Jahre 1998. Und ich habe zu Hause auch Versuche gemacht mit dem Induktionsherd. Ich habe das Magnetfeld gemessen. Ich habe gemessen in einem normalen Abstand, halt, wie ich vor dem Kochherd stehen würde. Und ich war oft über diesen 6,25 Mikrotesla, irgendwo zwischen 10 und 20. Ich habe aber die Grenze von 25 Mikrotesla, ich konnte so blöd dastehen, wie ich wollte, ich konnte diese nicht überschreiten, diese 25 Mikrotesla. Wir waren dann überrascht bei den Recherchen, wir gingen immer davon aus, die 6,25 Mikrotesla sei auch in Deutschland der Grenzwert. Wir haben das dann auch in unseren Unterlagen bereits so geschrieben. Jetzt im Vorfeld zu diesem Vortrag bin ich dann plötzlich über 27 Mikrotesla gestolpert. Und da haben Marcel und ich dann schon uns schnell am Kopf gekratzt. Ja, jetzt haben wir immer 6, warum jetzt 27 Mikrotesla? Ich habe dann gesehen, dass die ICNIRP im Jahr 2010 den Grenzwert von 6,25 auf 27 erhöht hat. Also die Empfehlung für den Grenzwert ist dann nicht ein Grenzwert, den die ICNIRP rausgibt. Und so wie es aussieht, hat dann Deutschland halt die Grenzwerte ebenfalls erhöht. Das heißt, dank dem höheren Grenzwert kann ich jetzt bedenkenlos vor dem Induktionsherd stehen.
ohne dass ich auch hier eine Grenzwertverletzung machen würde, obwohl es ja für diesen nicht mal einen Grenzwert gibt. Also einfach, es sind so Zusammenhänge, man kann die interpretieren, wie man will, aber es könnte auch etwas dahinter sein. Das Geld, ja, ist natürlich allgegenwärtig. Wir haben das auch hier gehört, 1,5 Milliarde nur in Westeuropa Umsatz mit diesen Dingen in 3 Monaten oder in 4 Monaten. 1,5 Milliarden Umsatz pro Jahr Westeuropa, schöne Wachstumsprognosen. Ja, es gibt aber andere Grenzwertempfehlungen und diese kommen von der baubiologischen Ecke, sage ich mal. Das sind dann aber abgestützt auf Erfahrungswerte. Und da sagt man, wenn wir uns bei einem Wert um die 0,02 Mikrotesla befinden, dann sollte nach menschlichem Ermessen eigentlich keine gesundheitlichen Auswirkungen sind. Eben, das sind die Praxiserfahrungen, nicht irgendwelche theoretische Werte in vitro, sage ich mal, sondern draußen auf dem Feld. Natürlich sind auch diese Abstufungen nicht messerscharf, oder? Das ist ganz klar. Aber wir bewegen uns da um einen Faktor 300 Mal tiefer, als jetzt der offizielle Grenzwert eben in der Schweiz wäre. Und bei den Elektrobiologen, Baubiologen, da sprechen wir bereits ab einem halben Mikrotesla von einem sehr extremen Anomalie. Also da würde ich mich nicht länger freiwillig in ein so starkes Feld begeben. Ist immer noch 10-mal tiefer als der offizielle Grenzwert. Ja gut, jetzt, es gibt ja ganz viele verschiedene Ämter und Institutionen so in einer nationalen Verwaltung. In der Schweiz ist das das Bundesamt für Gesundheit und dies ist ja für die Gesundheit der Bevölkerung zuständig. Da haben wir mal geschaut, ja, was sagt denn dieses Bundesamt zu diesem ganzen Thema. Und das BAG, das gibt ein Faktenblatt zum Induktionsherd heraus. Ist interessant, 11. Oktober 2016 wurde das aktualisiert. Und ja, es hat einige kritische Selbsterkenntnisse drin. Zum Beispiel steht da schwarz auf weiß, zu längerfristigen gesundheitlichen, spezifischen Auswirkungen von Induktionskochherden wurden bis jetzt keine spezifischen Studien durchgeführt. Also eigentlich ein Eingeständnis, man weiß gar nicht, was mit den Leuten da passiert, welche da damit kochen. Und dann doch wieder im Hinblick auf die Grenzwerte, die aber sowieso nicht gelten für diese Geräte, mögliche längerfristige Wirkungen sind in diesen Grenzwerten, eben diese 6,25 Mikrotesla, nicht berücksichtigt. Also auch das, längerfristige Wirkungen weiß man nicht. Das sagt ja auch die ICNIRP, die sagt, dass sie nur die kurzfristigen, akuten Wirkungen berücksichtigt. Und was ist denn das Fazit vom BAG? Kein Problem, gesundheitlich unbedenklich, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Dennoch geben sie vorsorglich ein paar Empfehlungen. Zum Beispiel, dass ich mit Vorteil nur die hinteren Kochplatten verwenden soll. Da frage ich mich, warum gibt es überhaupt vordere Kochplatten? Dann sollte ich noch einen Abstand halten zu eben diesem Kochherd und dann jetzt langsam athletisch, sage ich da mal, Kochlöffel, haben wir gehört, stellen Sie die Pfanne immer schön in die Mitte. Das hat schon seinen Grund, damit die Magnetfeldlinien eben vor allem vom Pfannenboden aufgenommen werden und da nicht nebendurch strahlen. In Deutschland haben wir genau dieselben Empfehlungen, fast wortwörtlich. Die KNIRP, meinte ich, ist auch in Deutschland zu Hause. Vielleicht haben die da irgendeine Vorlage den einzelnen Ländern zur Verfügung gestellt. Könnte sein, oder man hat es einander abgeschrieben, wie auch immer. Wir kommen schon bald zum Schluss, aber das ist eigentlich das interessanteste Thema, was passiert mit den gekochten Lebensmitteln. Ich denke eben, die Auswirkungen auf den Koch, die Köchin, da gibt es für mich keine Diskussion. Man muss es nur sehen und dann sieht man es, aber wenn man nicht will, dann kann man nicht. Das ist halt so im Leben. Was passiert mit den gekochten Lebensmitteln? Und da hat unsere Studie oder ja, unsere Recherche auf dem Internet, in Gesprächen mit Fachleuten etc. eigentlich nicht sehr viel ergeben. Das ist wirklich noch kein großes Thema und darum haben wir uns da bemüht, da etwas Licht in das Dunkel zu bringen. Und ist jetzt alles sehr kurzfristig. Das war jetzt 2, 3, 4 Wochen vor diesem Kongress, sind wir da wirklich noch zu überraschenden Sachen gekommen. Also ich muss ganz kurz einen Exkurs machen in die Physik, wiederum in die Quantenphysik.
Da weiß man, dass die Grundbausteine des Atoms, Elektron, Proton, Neutron, jedes kleinste Teilchen, das dreht sich um seine eigene Achse. Man kann diesem Teilchen also eine Drehachse zuordnen, wie auch einen Nord- und Südpol. Und wir wissen auch aus der Physik, vielleicht aus der Schulphysik oder jetzt von Marcel Hoffmann, dass jede bewegte Ladung ein kleines Magnetfeld erzeugt. Das ist übrigens, das kennen wir hier von der Erde, ist genau dasselbe. Die Erde dreht sich um ihre eigene Achse. Wir haben Nord-Südpol, wir haben ein Magnetfeld, wie im Kleinen, so im Großen. Auch hier nichts Neues eigentlich. Jetzt ich gehe nochmal zurück, diese Drehachse wird wissenschaftlich auch als Spin bezeichnet. Jetzt können diese Spins oder diese Drehachsen können natürlich ganz wild durcheinander sein, so wie auf dieser Abbildung. Und wir können uns vorstellen, dass sich die kleinen Mikromagnetfelder halt, wenn die Teilchen so angeordnet sind, dass sie sich gegenseitig aufheben. Also der Organismus, das kann eine Zelle, ein Atom sein, eine Zelle oder ein ganzer Mensch, ist nicht magnetisch oder nicht polarisiert, wie man dem auch sagen kann. Aber die Drehachsen, dieser Spin kann auch ausgerichtet sein. Und der deutsche Biophysiker Fritz Albert Popp konnte nun aufzeigen, dass eben diese magnetische Ausrichtung des Spins oder der Körperzellen an sich, das ist eine Voraussetzung für Gesundheit. Im gesunden Körper sind also die Spins, die Teilchen oder auch das Blut, sind ausgerichtet, die Drehachsen. Man kann dem, und da haben wir gestern ganz viel darüber gehört, man kann dem auch Polarität, Struktur, magnetische Ordnung, innere Ordnung sagen. Das meint im Prinzip alles dasselbe. Der Körper ist aufgeräumt. Oder dann halt, wenn ich mich im Krankheitszustand befinde, sind die Spins nicht mehr ausgerichtet. Es herrscht auch im Körper Chaos. Und der deutsche Biomediziner Dieter Aschoff konnte nun feststellen, dass bei fast allen chronischen Krankheiten, insbesondere bei Krebserkrankungen, eben dieser Spin nicht ausgerichtet ist. Da herrscht Chaos im Körper. Und ja, dem können wir auch Depolarisation sagen, eben ist nicht mehr ausgerichtet, die magnetische Ordnung ist verloren, Unordnung, Chaos. Und jetzt, was macht der Induktionsherd mit den gekochten Lebensmitteln? Der macht eigentlich genau nichts anderes. Er zerstört diese magnetische Ordnung im Lebensmittel. Er zerstört die, es herrscht Chaos in der Polarisation in der Ordnung, es entsteht Unordnung in den Lebensmitteln. Und ich habe ein analoges Beispiel gefunden. Die etwas älteren Semester, die vielleicht noch ein Kassettendeck zu Hause haben oder hatten, die mögen sich vielleicht teilweise erinnern, mit der Zeit wurde der Ton immer dumpfer auf diesen Geräten, die Tonqualität nahm ab. Und das war so, weil sich der Tonkopf hat sich mit der Zeit aufmagnetisiert und dann gab es so spezielle Löschkassetten, also Entmagnetisierungskassetten, die konnte man da reintun und das ist im Prinzip nichts anderes als ein kleiner Induktionsherd. Es hat da eine kleine Elektronik drin, es hat da eine Spule, das ist unsere Spule beim Induktionsherd. Und was hat diese Kassette gemacht? Eben, sie hat den Tonkopf entmagnetisiert. Und der Induktionsherd macht eigentlich genau dasselbe, es entmagnetisiert die Lebensmittel, die damit gekocht werden. Ich kann das noch nicht ganz einordnen, ich höre Stimmen, die sagen, dass der Induktionsherd sogar noch schlimmer sei als der Mikrowellenherd. Aber das steht so im Raum und könnte so sein und dadurch werden eben solche Krankheiten begünstigt oder beschleunigt. Gut, das war jetzt die Theorie. Es nahm uns natürlich Wunder, ja gut, wir haben ja jetzt so schön bildgebende Verfahren, jetzt schauen wir uns das doch mal an, Wasserkristallbilder, da haben wir ja schon sehr viel gehört darüber. Wir haben also Karotten genommen, Biokarotten, müsste eigentlich beste Struktur haben. Wir haben 3 Proben gekocht mit dem Campinggaskocher, mit dem normalen Elektroherd, also Elektrokochplatte in der Mitte und rechts mit dem Induktionsherd. Habe ich aufgekocht, 20 Minuten köcheln lassen, in Wasser natürlich, normalem Leitungswasser. Dann habe ich destillatgleiches Wasser genommen, in 3 Fläschchen abgefüllt und diese 3 Fläschchen einfach in die Gaskocherkarotten, in die Elektroherdkarotten, in die Induktionsherdkarotten reingestellt.
Das destillatgleiche Wasser hat die Eigenschaft, dass es eigentlich von sich aus nicht schöne oder Kristallstruktur ausbildet, wenn man die Wasserkristallaufnahmen macht. Und der Hintergedanke war jetzt, wenn die Struktur, die Ordnung in den Karotten noch vorhanden ist, müsste eigentlich diese Ordnung an das Wasser übertragen werden. Und das könnte man dann ja anschauen, wie das aussieht im Wasserkristallbild. Wir haben das in Auftrag gegeben, leider war unsere Laborantin noch nicht ganz so weit, das selber zu machen, aber da schaffen wir dran. Wir haben das in Auftrag gegeben, Gaskocher, sieht da von meinem Verständnis her gar nicht schlecht aus. Wir haben eine schöne Sechseckstruktur, es sind da schöne innere Strukturen erkennbar. Die Unschärfebereiche, das hat mit der Schärfentiefe, Fokusebene des Mikroskops zu tun. Das ist also, unscharfe Bereiche sind kein Indiz jetzt für schlechtere Struktur. Das ist der Gaskocher. Elektroherd sieht ja auf den ersten Blick auch nicht so übel aus. Wir haben die Sechseckstruktur, vielleicht ein bisschen weniger detailliert. Und gespannt war ich natürlich auf den Induktionsherd. Und ja, da war das Erstaunen dann doch groß, weil man glaubt zuerst richtig, wenn man es dann auch selber sieht. Und für mich sieht das aus wie ein Trümmerhaufen. Da ist die Ordnung völlig zerstört, aber es regt sich doch noch irgendetwas Leben auf diesem Trümmerhaufen. Es will sich doch noch irgendeine Kristallform ausbilden, wenn wir das hier nebeneinander legen. Die Vergrößerung ist bei allen drei Bildern genau dieselbe. Also, das ist für mich sehr eindrücklich. Da geht also wirklich etwas verloren, innere Struktur verloren vom Induktionsherd. Wir haben noch weitere Untersuchungen gemacht. Diesmal kommt das frische Quellwasser vom Großverteiler, vom Wallis, haben wir gestern schon darüber gehört. Das kommt in der Plastikflasche, ist übrigens das günstigste Wasser im Großverteiler Coop, das wir da halt einfach eingekauft haben. Ich habe da 4 Proben aufgekocht mit dem Holzherd, mit dem Gasherd, Elektroherd und mit dem Induktionsherd. Dann, weil eben unser Labor noch nicht fertig war, habe ich die Flaschen mal einfach in die Ecke gestellt. 2 Wochen waren die in meinem Büro, haben sich vielleicht gegenseitig noch beeinflusst, das wissen wir ja, auch das passiert. Aber dennoch, als wir dann eingerichtet waren, schauten wir dann das mit der Tropfenbildmethode unter dem Mikroskop an. Das Holzfeuer, man sieht die Tropfenform, ein sehr schönes Zentrum, man sieht so den Übergang eigentlich vom Tropfen zum Außenraum. Beim Gaskocher sieht es ähnlich aus, nur haben wir da schon bereits so schwarze Artefakte drin, die kann ich jetzt auch nicht weiter deuten, das wird dann noch kommen. Beim Elektroherd ebenfalls, aber die Tropfenstruktur ist sichtbar, auch das Zentrum, wir haben auch da so schwarze Artefakte. Und beim Induktionsherd, für mich sieht das aus wie eine Explosion. Da ist, wenn wir das nebeneinander legen, 3-mal eigentlich eine ähnliche Struktur, also ich sage mal, da ist nicht extrem etwas Böses, Schlechtes passiert, aber Induktionsherd, der ist anders. Natürlich interessiert es mich jetzt dann auch, was ist mit dem Mikrowellenherd. Ich möchte das auch irgendwie in die Relation stellen können. Diese Experimente werden sicher noch folgen. Da tut sich jetzt ein riesiges Feld auf natürlich. Dann beim Wasserkongress in Konstanz, da wurde ich auch auf die Idee gebracht, ja, ganz simpel. Wir schauen die Löslichkeit an von 2 Wässern, das eine mit Elektroherd, das andere mit Induktionsherd aufgekocht. Ich habe je 2 Wasserproben auf 80 Grad erwärmt. Ich habe einen Teebeutel 4-mal reingetunkt, abtropfen lassen, daneben gelegt. Ich habe einen Teebeutel in die zweite Probe 4-mal getunkt, abtropfen lassen, daneben gelegt. Und ich habe erkannt, dass der Elektroherd hat mehr Tee abgegeben ins Wasser, also die Färbung ist intensiver. Und das bringt mich wieder zurück zur Gastronomie, zu den Spitzenköchen. Die schwören ja eigentlich auf den Gasherd. Sie sagen, der Geschmack ist anders als beim Elektroherd oder ich nehme auch als beim Induktionsherd. Also genau diese Löslichkeit, auch das zeigt es dann eigentlich wieder. Und in diesem Sinne ziehen wir ganz einfach das Fazit, dass der Induktionsherd nach unserem Wissensstand heute gar nichts verloren hat in der Küche. Es gibt sehr gute Alternativen, der bewährte Elektroherd, wenn Sie einen Gasanschluss haben, einen Gasherd. Noch schöner wäre natürlich der Holzherd, denke ich. Das ist nicht ganz, ja, immer so praktikabel, aber das wären die besten Lösungen natürlich. In diesem Sinne
danken wir Ihnen ganz herzlich für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Und wir danken Ihnen auch, wenn Sie dieses Wissen, diese Themen wirklich mit nach Hause tragen. Wir haben Ihnen da eine kleine Unterstützung gemacht. Wir haben eine Broschüre erstellt, die ist auf Deutsch und Englisch. Die liegt draußen beim Büchertisch auf. Dort können Sie diese in großen Mengen beziehen und zu Hause verteilen. Bitte machen Sie davon Gebrauch. Es gibt nämlich noch einen ganz kleinen Haken. Wir haben jetzt so viele neue Erkenntnisse in den letzten 2 Wochen erhalten. Die sind noch nicht da drin. Darum sind wir froh, wenn Sie möglichst alle diese Broschüren an den Mann, an die Frau bringen können, damit wir schnell ein Update machen können.